Willkommen auf meinem Kanal Shattercode. Hier geht es darum, Dinge aufzudecken, die uns beschäftigen und mal genauer hinzuschauen, was wirklich dahinter steckt. Heute sprechen wir über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt: die Ernährung unserer Hunde. Wir Menschen haben uns in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Unsere Ernährung ist immer ungesünder geworden. Fertigprodukte, Fastfood, Zucker. All das führt dazu, dass wir immer dicker und kränker werden. Schaut man sich die Statistiken an, waren Übergewicht und chronische Krankheiten vor 50 Jahren viel weniger verbreitet als heute, im Jahr 2025. Doch es sind nicht nur wir. Auch unsere Hunde leiden unter den Folgen unserer modernen Lebensweise. Sie werden dicker, kränker und sterben früher als je zuvor. Während Hunde früher oft 15 bis 20 Jahre alt wurden, sterben viele heute bereits im Alter von 10 oder 12 Jahren. Und das liegt nicht daran, dass sie plötzlich andere Bedürfnisse hätten. Es liegt an der Ernährung. Viele von uns füttern Trocken- oder Nassfutter aus der Dose, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was eigentlich drin steckt. Aber schauen wir mal genauer hin. Diese Futtermittel bestehen häufig aus tierischen Nebenprodukten und pflanzlichen Nebenerzeugnissen. Das klingt harmlos, ist es aber nicht. Tierische Nebenprodukte, das bedeutet alles, was beim Schlachten übrig bleibt. Klauen, Federn, Schnäbel, Hautreste und manchmal sogar kranke Tiere. Das ist weit entfernt von hochwertigem Muskelfleisch. Pflanzliche Nebenerzeugnisse. Hier sprechen wir von Abfällen wie Getreideschalen, Sojamehl oder Maiskleber. Dinge, die weder wir noch unsere Hunde eigentlich brauchen. Dann wird das Ganze bei hohen Temperaturen erhitzt, wodurch fast alle Vitamine zerstört werden. Damit es trotzdem gesund aussieht, werden später künstliche Vitamine zugesetzt. Und mal ehrlich, wenn ein Produkt so lange haltbar ist, dass es jahrelang im Regal stehen kann, wie gesund kann das wirklich sein? In der Vergangenheit gab es sogar Skandale, bei denen Frostschutzmittel ins Hundefutter gemischt wurden, weil es günstiger war als sichere Konservierungsstoffe. Viele Hunde starben daran. Heute dürfen solche Stoffe nicht mehr verwendet werden, aber die Transparenz fehlt immer noch. Futterhersteller müssen nur angeben, was sie selbst mischen, nicht was schon in den eingekauften Zutaten enthalten ist. Deshalb können auf der Packung Aussagen wie „ohne Zusatzstoffe“ oder „getreidefrei“ stehen, obwohl das nicht immer der Wahrheit entspricht. Doch wie können wir das besser machen? Die Antwort liegt näher, als man denkt: zurück zur frischen, natürlichen Ernährung. Unsere Großeltern haben ihre Hunde ganz einfach ernährt, mit frischem Fleisch, Schlachtabfällen, Knochen, Gemüse, Obst und gelegentlich gekochten Kartoffeln oder Reis. Und genau so können wir das heute auch wieder tun. Es ist gar nicht so kompliziert, wie viele denken. Hier ein paar Tipps: Frisches Fleisch und Innereien. Hühnerherzen, Mägen oder Leber gibt es günstig und sie sind voller Nährstoffe. Gemüse und Obst, Möhren, Äpfel, Blaubeeren, alles, was ungewürzt und ungiftig für Hunde ist, könnt ihr dazugeben. Knochen und Fett. Roh und fleischig sind Knochen eine natürliche Calciumquelle. Selber machen oder vorbereiten lassen. Es gibt inzwischen viele Anbieter, die fertige Barf-Menüs zusammenstellen. Oder ihr macht es selbst. Muskelfleisch, Innereien, etwas Gemüse, Algenkalk und ein Schuss Lebertran. Fertig. Natürlich gibt es Dinge zu beachten, aber es muss nicht perfekt sein. Genauso wenig wie wir jeden Tag unsere Nährwerte ausrechnen, müssen wir das bei unseren Hunden tun. Es geht darum, frisch und artgerecht zu füttern. Meine Geschichte mit frischer Ernährung. Als ich meinen Hund aus dem Tierschutz bekam, wusste ich noch nichts davon. Doch schon nach 2 Tagen bekam sie schlimmen Durchfall. Es war ein Samstagabend und alle Tierärzte hatten zu. Ich habe stundenlang recherchiert und bin auf ein Video gestoßen, das erklärte, wie man bei Durchfall hilft. Gekochtes Hühnerfleisch und Morosche Möhrensuppe. Das ist eine Suppe, die ursprünglich Babys mit Durchfall das Leben gerettet hat. Ich habe sie gekocht und am nächsten Tag war mein Hund wie ausgewechselt. Seitdem bekommt sie nur noch frisches Futter. Und sie ist gesund, hat glänzendes Fell, keine Zahnbeläge und keinen Mundgeruch. Fazit: Es liegt in unseren Händen. Die meisten Krankheiten unserer Hunde beginnen mit der Ernährung, genauso wie bei uns. Lasst uns einen Blick auf die Zutatenlisten werfen, frische Alternativen suchen und einfach logisch denken. Selbst kleine Schritte wie ein paar Blaubeeren oder ein Ei ins Trockenfutter zu mischen, machen schon einen Unterschied. Und wer weiß,
Vielleicht entdeckt ihr, wie einfach und schön es ist, euren Hund artgerecht zu ernähren. Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und vergesst nicht, unsere Hunde sind Familienmitglieder. Sie verdienen die beste Ernährung, die wir ihnen geben können. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum